Ja, hallo liebe Leute, hier ein zweites Video zu diesem kleinen Mini-Display. Und zwar habe ich mir ja die Unterlagen dazu runtergeladen und ausgedruckt und mache mir jetzt Gedanken, wie ich denn das programmiere, dass das mit diesem I2C-Protokoll halt angesteuert wird. Das Teil hat zwei Eingänge, wobei einer auch ein teilweise Ausgang ist. Und das ist der teilweise Ausgang, das ist SDA, das ist für die Daten, und das hier ist STL, das ist der Clock. Also hier geht eben immer clockweise weiter. Die Startbedingung wird so erfüllt, indem der Pegel des Eingangs hier auf High ist und während der Clock noch auf High ist, auf Low wechselt. Das heißt, jetzt kann ich Daten empfangen. Dann Daten werden empfangen. So, da muss immer während des gesamten High-Pegels des Clocks muss hier auch der Pegel stehen. Das heißt, hier würde jetzt das Bit 1 übertragen oder Bit High, wie hier steht. So, an der Stelle das Bit Low und hier wieder ein Bit 1. So, normalerweise erfolgen hier immer 8 Datenbits, die übertragen werden. Und dann nochmal 8 und nochmal 8. Und am Ende muss dann dafür Sorge getragen werden, dass während des High-Pegels des Clocks eben der Pegel von 0 auf 1 wechselt. Das ist die Stoppbedingung. Und dann kann der Clock so viel machen, wie er will. Dann werden keine Daten übertragen, bis wieder eben diese Startbedingung hier eintritt. Jetzt machen wir die nächste Folie. So sieht das aus. Das hier sind die Bits, die übertragen werden. Und das Egg, das bedeutet, da schickt das Gerät ein Low-Bit zurück, wenn es okay ist, und ein High-Bit, wenn es nicht okay ist. Das kann man, das muss man aber nicht unbedingt überhaupt abfragen. Weiß ich noch nicht, ob ich es abfrage. Es wird wohl in vielen derzeitigen Installationen von diesen Displays einfach angenommen, es klappt immer. Das muss nicht Acknowledge machen, das Gerät. So, das hier ist die Adresse, Geräteadresse 7-Bit. Die besteht aus diesen Bits, und das hier ist eben das, wo ich nicht weiß, ist das Gerät, hat das hier eine 0 oder eine 1 stehen? Weil das ist wohl beides möglich und kann man in der Platine eben entsprechend kodieren, welche Adresse man nehmen will. Wahrscheinlich deshalb, damit man 2 solcher Displays betreiben kann und dann darüber das auswählen kann. Dann gibt es hier RW, das ist 0 für Schreiben, wenn ich also was schreiben möchte ins Display, und R, also 1 für Read. Also hier könnte stehen R, nicht W, wäre die richtige Bezeichnung. So, jetzt würde also hier, rechnen wir mal gerade zusammen, das sind insgesamt 8 Bits mit dem RW. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist die Geräteadresse, und als Hexcode würde man jetzt hier zum Beispiel übertragen 7, und wir gehen mal von 0 aus, hier 7 und die 8. Ne? Ja, genau, für das Schreiben, wenn das Gerät 0 ist. Also wäre das Byte, was man da schreiben muss, Hexcode 78. So, dann geht der Takt einmal hoch und runter, da macht man nichts, das ist das Egg. Werde ich nicht abfragen am Anfang, nur wenn es sich herausstellt, dass ich das muss. Und nun folgt ein sogenanntes Kontrollbyte. Das besteht aus einem CO-Bit und einem DC-Bit. Das ist in der Anleitung nicht so ganz klar zu verstehen, was das CO-Bit überhaupt bedeutet, weil da steht, wenn das 0 ist, dann werden Daten gesendet, und es steht aber nicht dabei, was passiert, wenn es 1 ist. Habe ich nicht gefunden. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das immer 0 sein muss, und dann schickt man also hier ein 00 am Anfang. Das bedeutet, dass danach ein Kommando kommt, und dann schickt man 8 Bits insgesamt, und das ist dann das Kommando. Und danach schickt man wieder ein
solches Kontrollbyte, also wieder 00 und danach das nächste Datenbyte. Was jetzt hier nicht so ganz sicher ist, wenn ich hier Datenbyte als Kommando sende, das heißt dc gleich 0, dann ist klar, dann kommt ein Kommando danach. Und dann, manche Kommandos brauchen mehrere Bytes. Schicke ich die einfach hinterher? Macht er das automatisch oder muss ich wieder ein Kontrollbyte vorher schicken? Das weiß ich nicht. Muss man rausfinden. Und was ich auch nicht weiß, wenn ich jetzt einen großen Datenbereich versende, schicke ich dann einfach hier ein 01 000, hier 01 und dann 6 mal die 0. Und dann kann ich danach so viel Datenbytes schicken, bis ich die Stoppbedingung mache. Ich vermute, dass es so ist. Das wird sich zeigen. Das muss man eben, also das muss man hier schreiben. Da werde ich eine Interrupt-Routine machen, die 4 Taktmodes hat. Einmal ein High 1, High 2 und einmal ein Low 1 und Low 2 und dann danach entsprechend eben das SDA entsprechend einrichtet, entweder nach Bit oder wenn es ein Start oder ein Ende sein soll. Das hier kommt dann, wenn das geschrieben ist, dann müssen wir hiermit weitermachen. Und dann sind das die Kommandos, die ich gefunden habe. Also die Initialisierung, das hier macht, sieht man hier die Charge Pump an auf 7,5 Volt. Und das hier setzt die Adressen und richtet vor allen Dingen die Orientierung aus. Und das schaltet das Display an. Und dann kann man auch das Display ausschalten über diese Sequenz und kann es hier auch wieder einschalten. Und dann haben wir hier für den Datentransfer, da müssen wir hier die Adresse setzen. Wofür das 4.0 ist, habe ich nicht gefunden. Ich habe das in einem anderen Code gesehen, dass dann 4.0 geschickt wird. Ich kann mir vorstellen, dass das Kontrollbyte ist. Das wäre nämlich 01. Das gucken wir uns mal gerade an. 01. Das wäre Datenbytes als Daten. Ja, das ist das Kontrollbyte. Und danach schickt er die Daten. Und an einer anderen Stelle habe ich gesehen, dass das 1.0 dort gesendet wird, also eine 8.0 Hex. Es kann auch sein, dass das dafür gedacht ist, um ein Kommando zu schicken. Also dass das eher dahin kommt. Das wird man einfach im Code dann entsprechend anpassen müssen, schauen, was funktioniert. Das müssen wir später schauen. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Ich habe hier das Programm schon angefangen. Das heißt, das Grundkonstrukt haben wir einmal die üblichen Temp-Register, dann einen Taktmode. Das ist der geht von 0 bis 4. Das ist halt High 1, High 2, Low 1, Low 2, die dann durchgetaktet werden. So, dann haben wir einen Mode, der ist dafür da, soll das eine Startbedingung senden, soll das eine Endebedingung senden oder ist das ein normales Bit? Dann das Bit, das da wirklich auch produziert werden soll, also ausgegeben werden soll. Dann haben wir Ready, das wird gesetzt, wenn ein Takt durchgespielt ist, dann muss man das wieder neu zurücksetzen. Ready habe ich so eingesetzt, ist auf 0xFF, wenn es fertig ist auf 0 oder einen anderen Wert, wenn das noch gerade am Senden ist. So, dann haben wir hier eine Variable T-Port. Das ist ganz einfach der Port für die 2 Bits, die ich dann auf dem Port B ausgebe. So, dann haben wir hier schon mal den Timer 0 Overflow, der ist rausgeführt. Darüber läuft halt diese Takt- und Datengenerierung. Dann haben wir hier Reset, da wird Stack Pointer gesetzt.
Dann wird das Interrupt oder Statusregister so gesetzt, dass Interrupts möglich sind. Dann der Port B, der wird hier initialisiert auf mit einem Pull-up-Widerstand. Das kann auch sein, dass man das nicht mit Pull-up-Widerstand machen sollte. Dann müsste das hier geändert werden, weil, soweit ich weiß, ist der Pullout schon in dem Gerät drin. So, LDE Temp 1,0x00. Das wäre dann wäre das ein Tree-State-Ausgang, wenn nichts anliegt. Muss man ausprobieren. Entweder mit Pull-up oder ohne. Das sind alles so die Unwägbarkeiten, was man nicht so genau weiß. So, hier wird der Timer initialisiert. Ich habe mich hier für erstmal für einen Teiler von 64 entschieden. Das sind die beiden Befehle. Und dann wird der Overflow 0 wird aktiviert, damit der Timer eben rausspringt, wenn der Timer überläuft. Und das kommt in das TimMask-Register. Gut, der T-Port, den habe ich auf 3 gesetzt. Das heißt, sowohl Clock als auch Datenbit sind auf High gesetzt. So, im Prinzip könnte man hier schon die Ausgabe machen. Das heißt, Out Port B, T-Port. So, dann werden hier die Interrupts aktiviert und das läuft jetzt erstmal einfach so durch. Hier die Interrupt-Routine begonnen, aber noch nicht viel reingeschrieben. Hier Taktmode, das ist High 1, High 2, Low 1, Low 2. Das sind die 3 Zustände, die es haben kann. Man muss das hier auch noch setzen, würde ich mal sagen. Wir setzen einfach mal LDE Takt Mode 0, LDE Mode 0 und dann das Bit kann man ruhig auch setzen, LDE Bit 0 und Ready setzen wir auf LDE Ready 0x FF, da soll also nichts passieren im Moment. So, das heißt, wenn der hier rein rasselt in die Interrupt-Routine, guckt er es nach, ist Ready FF. Wenn ja, springt er wieder aus dem Interrupt raus. Passiert also nichts. So, dann und hier, da kommt jetzt das Wichtige. Da müssen wir uns jetzt überlegen, machen wir erst die Abfrage nach dem Mode oder machen wir erst die Abfrage nach dem Taktmod und machen dann in dem Taktmod die Abgrenzung. Ist es ein Start, ist es ein Ende oder ist es ein Bit? Ich würde sagen, wir machen es mit dem erst der Taktmod. Das heißt, hier kommt dann rein Compare Taktmod, 0. Weiter 2. So, dann so, hier, da geht es dann weiter. 1 branch not equal Tim 0 weiter 3. Und da CP Takt Mode, 2. So,
So, da machen wir dann keinen Compare mehr rein, weil das kann dann eigentlich nur noch 3 sein. Okay, so, dann können wir hier einen Kommentar reinmachen. So, was machen wir da rein? Das ist High 1. Jetzt kommt der Abgleich nach dem Mode. CP Mode, 0 und not equal. Weiter 1 1x und dann machen wir 1a. Komm. So, jetzt muss man sich überlegen, im Modus, so, dann machen wir auch einen Kommentar hin. Das wäre dann hier Startbedingung. Startbit nennen wir es einfach mal. Dann gehen wir gerade mal wieder hier rein. Da rein. Beim Start. In dem Falle muss das Datenbit auf 1 stehen für die Startbedingung. Das heißt, der, wie hatte ich das Ding genannt? Das ist mal, man sollte es sich aufschreiben. T-Port. T-Port, 0x3. Out. Port B, T-Port und Inc. Taktmode. So, dann können wir ein SEI und ein RETI machen. Wir springen raus. So, hier haben wir dann, können wir ruhig eine Zeile zwischenlassen. So, da geht es jetzt weiter. Jetzt CP Mode, 1. B. Doppelpunkt. Was passiert in einem Taktablauf für den Stopp? Das heißt, im High 1 Bereich muss das Bit auf 0 sein. Also ich mache den Port so, dass am Port 0 der Takt hängt und am Port im Bit 0 der Takt, am Bit 1 die Daten. Das heißt, im Mode 1 ist immer noch, wir sind aber nicht im Mode 1, wir sind im Taktmode 0. Taktmode 0 ist das hier, High 1. Da ist auch dieselbe Bedingung, das heißt LDI T-Port 0x03. Ich mache das hier auch mal lieber mehrstellig. Port B, T-Port
Inc. Takt Mode SEI ATI. So, da geht's weiter. Da kommt jetzt das Bit. So, das ist der Taktmode und das war Startbit. Und dann kommt natürlich hier Endbit. Oder Stoppbit nennen wir es, genau. Und hier brauchen wir nicht abzugleichen. Das ist, wenn es nicht 0 oder 1 ist, kann es nur das Bit sein. Reguläres Bit. Und das heißt, der Takt ist auf High, das Bit muss auch auf High. Also ist das hier auch, also wir bräuchten das eigentlich gar nicht so kompliziert zu machen. Ich mache es aber so, dann habe ich hinterher Möglichkeiten, vielleicht noch was anzupassen. Eigentlich kann ich im Taktmode High 1, ach stimmt ja gar nicht, reguläres Bit. So, dann setzen wir Komma Bit so, ich kann mal ein F8 drücken. Was habe ich denn hier falsch? Mal 99. Das ist natürlich ein CPI, was dahin muss. Da oben habe ich es auch richtig gemacht. Haben wir noch was falsch? 127. Genau, da muss auch ein CPI hin und da natürlich auch. So, das klappt also schon mal. Dann gehen wir wieder hier hin. Ich verschiebe das Bit um eine Stelle und LDI T-Port, 0x 02 01 und dann rudere ich das mit Temp 1 T-Port, Temp 1 out Port B, T-Port, Temp 1. Quatsch, T-Port. So, dann Inc. Takt Mode. Und SEI RETI. Und damit haben wir den ersten großen Block hier für den High, für den Taktmode 0. Das heißt, mit wo der Clock das erste Mal auf 1 ist. Jetzt kommt der Clock das zweite Mal auf 1. Jetzt müssen wir gucken, wie wir das hier oben benannt hatten. High 1, genau, dann machen wir, das wird jetzt High 2 hier. Also hier ist der Taktmode 1. Jo, ist er. Dann ist das High 2.
Und da kommt jetzt wieder so ein Sermon wie dort oben. Wir können das im Prinzip auch kopieren. Schauen wir uns das mal an. CPI Mode 1 und reguläres Bit. Bis dahin. Das kopieren wir einfach hier drunter und passen das jetzt entsprechend an. So. Also. Natürlich nicht 1b. Weiter 2. 2. So, da. Ab da geht's weiter. Das wird jetzt hier 2a. 2b. 2b. Und dann haben wir hier. Das war's. So, im High-Mode bei einem regulären Bit ist genau dasselbe. Das bleibt genauso stehen. Und hier, da müssen wir jetzt schauen, was wir für... Da kommt ja High 2 und dann ist das hier bei Startbit, wenn High der zweite Schritt. Da muss das 0 werden. Also, der Takt ist Bit 1, die Daten auf Bit 2. Also wird das hier ein 0,1. So, dann haben wir hier den Mode 1. Im zweiten High-Schritt muss das Bit auf 1, also die 3. Fürs Stopp-Bit, das ist hier aber... Ach nee, stimmt gar nicht. Oh, ich habe mich vorhin vertan. Das muss 0 sein da. Also müssen wir es einmal hier oben nochmal abändern. Weiter 1b, reguläres Bit, ne, hier weiter 1a. Gucken wir nochmal. Da muss es 0 sein. Also das wäre dann die 01. Dann gehen wir hier zu weiter zum Stopp-Bit. Gucken wir uns das nochmal an. Stopp-Bit im zweiten Falle 0. Nicht Stopp-Bit. Start-Bit. Das habe ich richtig gemacht. Und hier im ersten muss es 0 sein, im zweiten 1. Also Stopp-Bit ist 03 richtig. Und hier bei 1 da hatten wir es low. Und hier muss es jetzt beim Stopp-Bit High sein. Okay, dann haben wir auch den zweiten Taktmode eingesetzt. So, dann haben wir hier, das wäre dann hier High, nein, Low 1. Und da können wir eigentlich genauso das hier rein kopieren. Also wieder das bis dahin. So 1 und 0 und dann kommt das hier 3a und 3b. Und dann natürlich auch 3a und 3b. So, und dann überlegen wir uns beim Startbit, wenn der Takt auf Low ist, dann
muss das Bit auf 0, also 0. So, dann haben wir den Mode fürs Startbit, Stoppbit. Kann er eigentlich auch 0 sein. Da muss er 0 sein. Beim regulären Bit muss er auch 0 sein. Egal wie das Bit gesetzt ist. Und dann haben wir hier nur noch Low 2. Und da setze ich jetzt das auch auf 0. Ob das so richtig ist, das ist nicht ganz so einfach. Muss man ausprobieren. LDE T-Port, 0x00 Out Port B, T-Port. So, dann LDE Takt Mode, 0 SEE RET. Ach, den haben wir schon hier stehen, die können wir mal rauslöschen. So, hier habe ich Data-Block gesetzt, nur zum Test, den lassen wir erstmal noch stehen, der stört nicht. Ob das jetzt funktioniert? Ja, die Sache ist die, der Start, der nimmt ja eigentlich nur einen halben Takt ein. Und hier in diesem Bereich, da muss das Bit, ja, das ist nicht ganz so richtig hier, weil das kann auch hier anfangen und da enden. Und dann kann das da 0 sein. Ja, das wird schon klappen. Einmal F8, haben wir irgendwo einen Fehler gemacht. Ne, das klappt. Und da muss man sich jetzt unter Routinen überlegen, um eben Kommandos etc. zu senden. Und das machen wir ruhig nach Reset und vor dem Interrupt. Und das nehmen wir jetzt mal White Byte Doppelpunkt. So, müssen wir hier noch eine Variable ich nenne das mal die Byte. Ich weiß nicht, ob Byte
definiert ist, schon durch irgendwas. Das wird das Register 23. So, dann brauchen wir noch ein Def Bit gleich 24. Okay. Da setzen wir LDI hol Bit, 0x80 und so, dann so, hier wird RDI Bit, 1 RDI Bit, 0x00. So, jetzt wird die Ausgabe gestartet. Das heißt LDI Takt Mode, 0. Den Start machen wir nicht. Hier machen wir jetzt Mode, 2. LDI, 0. So, jetzt kommt hier eine Abfrage rein. Compare ready, 0. X machen wir ruhig so rum. BR not equal WB Loop 1. So, der läuft jetzt so lange darum. Im Hintergrund macht die Interrupt-Routine die Ausgabe und die muss am Ende das Ready umsetzen. Das heißt, das haben wir hier vergessen. Gucken wir mal gerade, wenn der Taktmod Load 2 durchgelaufen ist. Dann muss auch der Ready gesetzt werden. So, gehen wir wieder hier hin. Der läuft so lange, bis das Bit ausgegeben ist.
dann Rotate rechts Rollbit. So, müssen wir uns überlegen, wo kommt der, muss der wieder Einsprung rein? Hier. So, hier wird so oft das Register, was er bei Hex 8.0 startet, nach rechts geschoben, bis es links rausfällt. Dann wird es 0. Und das heißt, 8-mal wird das Ganze aufgerufen für alle Bytes. Und dann können wir hier einfach einen Return reinmachen. Da kann er rausspringen. Jo, das ist die Funktion WriteByte. Dann haben wir jetzt noch die Funktion Startbit. So, LDI Takt Mode 0. Mode 0. Mehr müssen wir da nicht machen, aber doch LDI Ready, 0. Und dann kommt hier auch ein Loop rein. Ich glaube, wir brauchen nur eine, machen wir trotzdem eine Zahl dahinter. Compare Ready, 0x ff. So, wo haben wir das da gemacht mit dem Ready-Vergleich? Ist da WB Loop 1 statt equal WB Loop 1. Ganz genau. Hier SB Loop 1. Und Return. So, gucken wir, nutzen wir hier Temp. Ja, das nutzen wir. Pushen wir die vorher. Ne, müssen wir nicht. Was wichtig ist, das war hier, nutzen wir hier Temp-Variablen. Ready, Mode. Ja, wir nutzen Temp 1. Das heißt, da machen wir hier ein Push Temp 1. Pop Temp 1. Pop Temp 1.
1. Was habe ich denn da falsch gemacht? 104, mal gucken. CPI wieder falsch. Jo. So, das war das Startbit. Dann haben wir noch das Stoppbit. Das kopieren wir hier einfach. Stoppbit LDI Takt Mode, LDI Mode, 1 und sonst ist das gleich. Ach ja. Das sind wir mal SP Loop. SPB Stoppbit Loop. Jo, jetzt haben wir ein Kommando zum Schreiben von Bytes. Wir können Start- und Stoppbit erzeugen lassen. Und ich denke mal, das reicht fürs erste hier. Ich speichere das mal und das geht dann im nächsten Video weiter. Was ich noch nicht so ganz weiß, ob das so klappt. Das ist ja so, dass Stopp- und Startbit so ein bisschen aus der, dass das hier 1, 2, 3, 4 ist, rausfallen. Das heißt, die im Prinzip müsste das Stoppbit ja schon hier starten, obwohl das noch im Datenbit drin ist. Ob ich da noch was ändern muss. Beim Startbit ist das ähnlich. Ja, das startet schon richtig. Da ist aber... Nö, das passt. Weil das hier, der Pegel muss da nicht, der kann wahrscheinlich auch wirklich hier direkt hier geändert werden. Also nicht so, wie es hier gezeigt ist, sondern dass eben diese Kurve halt hier wirklich erst da das Datum ändert. So ist es ja jetzt eingerichtet. Wichtig ist beim Stoppbit, dass der Pegel auf 0 ist, damit er hier drin auf 1 steigen kann. Das heißt, wenn das Bit hier ein 1er Bit gesendet wird, dann muss das Bit immer da auf 0 werden. Das wird es meiner Meinung nach auch. Es wird ja hier schon auf 0 gesetzt. Okay, muss man sich anschauen. Oszilloskop und anschauen, was rauskommt. So, das geht aber, wie gesagt, im nächsten Video weiter. Wenn euch Videos wie das hier gefallen, so lasst doch gerne ein Abonnement da, ein Klick auf die Glocke. Ihr werdet über neue Videos informiert. Damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!